Also das ist echt unglaublich, ey. Mahlzeit, Leute. Wir haben hier eine PS5 und Problem bei der PS5, er hatte sich den Lüfteranschluss abgerissen. Den habe ich jetzt schon mal wieder rangesetzt. Allerdings hat der Kunde etwas Blödes gemacht. Er hat während des Betriebes versucht, den Konnektor wieder irgendwie drauf zu stecken, drauf zu kleben. Und wenn wir die Konsole jetzt starten, dann startet sie. Aber der Lüfter dreht nicht mehr. Und zwar hat er beim Draufsetzen irgendwie die PWM-Leitung, also dieses Tachosignal, kurz geschlossen. Und ja, er hat sich damit die Southbridge kaputt gemacht. Wir gucken einmal, die Konsole startet natürlich trotzdem. Da. Also Konsole ist gestartet, funktioniert auch so alles, bis auf halt dieses Tachosignal, und ohne dieses würde die Konsole einfach irgendwann überhitzen und ausgehen. Ja, dumm gelaufen. Lüfterkonnektor habe ich jetzt schon wieder angelötet. Lüfterkonnektor, wie man den anlötet, habe ich ja schon in einem anderen Video gemacht. Könnt ihr hier sehen. Ja, wir machen jetzt mal weiter. Gucken uns mal die Southbridge an. Dafür nehmen wir das Ganze erstmal weiter auseinander. Fahren sie erstmal wieder runter. Ja, wir können ja mal kurz hier am Konnektor gucken. Ja, wenn wir jetzt einmal hier im Dionenmodus messen, haben wir unsere 12 Volt. Hier haben wir eine Abfallspannung von 0,7, 0,6 ist okay. Hier haben wir unser Ground und hier ja, haben wir Open Line. Und zwar ist die Kontaktierung hier hinten, das Wire, das habe ich schon mal freigekratzt, und da haben wir auch nichts. Wenn ich die jetzt verbinde hier, dann haben wir Durchgang, das heißt der Pin hat sauberen Kontakt mit diesem Wire, aber keine ordentliche Verbindung mehr zur Southbridge. Ja, entweder durchgebrannt oder Kontakt durchgeschmort, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir da jetzt Open Line. Southbridge ist somit kaputt, kann das Tachosignal nicht mehr ausgeben und die müssen wir jetzt einfach tauschen. Ja, dann schauen wir auch gleich mal, ob wir hier eine stehende PS5 haben oder eine liegende. Na, komm raus. Eieiei. Das ist ja wieder ein riesen Dry Spot. Hier auch alles frei. Also das ist echt unglaublich, ey. Ja. Deswegen wird die Konsole natürlich auch öfter mal ausgegangen sein bei ihm. Daraufhin wollte er sie nämlich reinigen und hat sich dabei den Lüfterkonnektor abgerissen. Ja, da hilft es aber auch nicht, hier nur Staub zu entfernen, weil das Flüssigmetall muss hier wirklich wieder optimal verteilt werden, weil sonst bringt das alles nichts. Sie wird immer wieder abstürzen. Oder überhitzen, eher gesagt. Hier haben wir unseren Übeltäter. Das ist eine 69 GG. Schon die neuere Southbridge. Gibt noch eine, was war das? 64 oder 62? Weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall müsst ihr darauf halt achten. Da steht dann hinten in dem Fall jetzt eine 69 GG. Die werden wir jetzt einmal runternehmen und dann gucken wir mal, ob wir darunter unser Tachosignal finden, was zum Lüfter geht. Ja, ich habe hier meine Unterhitze, heizt das Board damit erstmal etwas auf, damit wir hier nicht allzu viel Hitze auf die Southbridge ballern müssen. Dann machen wir uns schon mal etwas Flussmittel drauf.
Ja, und dann werde ich mal mit 400 Grad einmal raufgehen. So, sie ist lose. Jetzt, wo noch alles schön heiß ist, fahren wir erstmal hier überall rüber und nehmen uns das ganze Lot mit. Entfernen das einmal. So, das meiste Lot ist weg. Jetzt einmal mit niedrig schmelzenden Lot. Schön hier die ganzen Pads einmal benetzen, damit wir das Ganze leichter entfernen können mit der Endlötlitze. Und dann nehmen wir uns das alles mit der Endlötlitze einmal weg. Einfach nur ganz leicht drüber gehen, denn wenn wir hier zu doll aufdrücken, kratzen wir uns damit die PCB-Beschichtung weg und dann muss man wieder so viel nacharbeiten und das wollen wir nicht. Gut, das ganze alte Lot haben wir entfernt. Dann machen wir das Ganze jetzt noch sauber. Das ist der Vorteil auch an der Unterhitze. Das Flussmittel härtet nicht gleich aus. Man kann es danach schön mit einem Q-Tip alles wegputzen. Und wenn wir jetzt mal so schauen, dann sehen die Pads doch alle recht ordentlich aus. Alle gleichmäßig rund, nichts abgenutzt. Wunderbar. So, und zwar, wenn ich jetzt mit meiner schwarzen Messspitze hier an Pin, ich glaube Pin 3 ist das, ja, Pin 3, von dem Lüfteranschluss, also da wo das Tau-Signal ist, einmal anlege und dann von hier aus die 6. Linie und dann der 6. Pin oder das Pad und hier haben wir unser Signal. Ja, also Leitung ist nicht unterbrochen, das heißt wirklich in der Southbridge ist was kaputt und ja, tauschen wir sie jetzt. Ja, hier habe ich eine brandneue 69 GG und ich habe geguckt und die andere ist dann die 61 GG. Ja, hier haben wir die beiden. Da hinten 69 und bei der rechten 61 GG. Ja, wir brauchen ja jetzt hier die 69 GG. Wir packen uns die einmal aus und gucken uns die genau von unten an, ob auch wirklich alles schön vorbereitet ist. Das sieht soweit von hier aus gut aus. Alles schön gleichmäßig, wunderbar. Ja, dann machen wir uns hier wieder ein bisschen Flussmittel rauf. Und dann verteilen wir uns das Ganze einmal. Am besten mit einem Wattestäbchen. Dann richten wir uns noch die Southbridge aus und hier haben wir das Dreieck für den Chip und der zeigt auf den Dot. So, da die Pads ja jetzt alle schön sauber sind, kann man den Chip einmal so runterdrücken und zentrieren und dann rutscht er auch nirgendwo mehr hin. Er bleibt in der Mulde des jeweiligen Pads und wir können uns das Ganze etwas schief machen, damit wir dann sehen, wenn er in Position rutscht. Gut, heizen wir dem Ganzen wieder ein.
So, dann lassen wir das Ganze noch etwas abkühlen. Ja, das Ganze ist jetzt soweit abgekühlt. Wir machen hier einmal sauber. Dann schauen wir einmal von der Seite. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Und hier ebenfalls keine Brücken. Hier haben wir unsere 12 Volt. Wunderbar, geht nach oben. Hier haben wir Ground. Und hier sollten wir jetzt irgendwas mit 0,45 haben. 0,46. Und perfekt. Genau so wollen wir es haben. Testen wir einmal die Bootsequenz. Denn manchmal ist es so, wenn man die Southbridge tauscht und da ist noch Flussmittel drunter, was dann aushärtet, dann wirkt das so ein bisschen wie so ein Isolator. Und dann kann es sein, dass die auch nicht richtig starten möchte. Ja, wenn hier drunter nicht absolut sauber ist, dann kann das auch dazu führen, dass die Bootsequenz bei 30 irgendwo hängen bleibt. Und deswegen teste ich jetzt erstmal, ob wir eine saubere Bootsequenz haben. Und dann können wir das Ganze nämlich zusammenbauen. So, einmal 12 Volt eingestellt, einmal Plus und einmal Start. Und ja, man sieht's, sie hängt gerade, sie geht gar nicht hoch, sie hängt bei 11, 12. Das ist jetzt, was ich meinte. Wahrscheinlich ist da halt noch so viel Flussmittel drunter. Das machen wir am besten einmal mit einem Tuch. Dann machen wir das Ganze immer wieder warm. Pusten es einmal aus. Wieder warm machen. Und das funktioniert am besten. Ja, das sollte eigentlich reichen. Wir machen das außen noch etwas sauber. Und dann testen wir das Ganze nochmal. Einmal 12 Volt anschließen. Und ja, jetzt geht sie hoch. 330. Und geht runter. Genau das meinte ich. Also wenn ihr die mal tauscht und ihr denkt so, hä? Jetzt passiert gar nichts mehr, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr noch Flussmittelreste drunter habt. Da müsst ihr penibel sauber machen. Gut, dann machen wir gleich mal das Flüssigmetall noch ordentlich. Wunderbar. Machen wir hier einmal genau das gleiche. Hier bei dem 12er Modell wieder darauf achten. Wir haben hier diese Metallnasen oder Hubbels. Da muss man darauf achten, dass es wirklich richtig unten ist. Wenn man das nicht macht und man schraubt das zusammen, hat man da schon ganz schön Druck auf dem Board. Und natürlich darauf achten, dass man die Antennenkabel nicht unter dem Board hat. Gut, dann haben wir das Ding erstmal soweit zusammengesteckt. Dann werden wir jetzt mal den Lüfter anschließen. Ja, packen wir hier hin. Und dann werden wir mal versuchen, die Konsole einmal zu starten. Und dann schauen wir mal, ob sich auch der Lüfter dreht. Aha. Sie startet. Der Lüfter dreht sich.
Und wir haben ein PlayStation-Logo. Und sie läuft wieder. Und zwar mit Kühlung. Ja, blöd gelaufen für, ich glaube, der Vater. Der hatte versucht, für den Sohn das irgendwie wieder festzukleben. Leider während des Betriebes, wo die 12 Volt anlagen. Und ja, das ist für die Southbridge natürlich tödlich. Zumindest für die Pulsweitenmodulation, für das Tachosignal. Das ist damit kurzgeschlossen worden. Und ja, ist jetzt eine teure Nummer geworden. Aber gut, so ist das halt. Können sie ja auch nicht wissen. Das war's dann damit. Ich baue die Kiste wieder ordentlich zusammen. Teste nochmal alles. Mache auch den ganzen Staub noch raus. Und dann geht das Ding zurück. Besitzer wird glücklich sein. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.